Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Als ich vor kurzem wieder meine Lieblingsäpfel auf dem Markt gesehen habe, habe ich gleich welche mitgenommen und diesen leckeren Apfelkuchen mit Marzipan gebacken. In den Rührteig kommt eine kleine Menge Marzipan. Damit sich dieser gut im Teig verteilt, verrühre ich ihn mit Schlagsahne. Am einfachsten löst sich das Marzipan, wenn man es mit der Schlagsahne zum Beispiel in der Mikrowelle erwärmt. Nachdem das soweit vorbereitet ist, rühre ich die Butter mit dem Zucker, dem Vanillinzucker und einer Prise Salz zu einer schaumigen Masse. Als nächstes gebe ich die Eier und die Marzipan-Schlagsahne-Mischung hinzu und mische sie gründlich durch. Wer übrigens keinen Marzipan mag, kann stattdessen gemahlene Mandeln nehmen. Zum Schluss kommen jetzt das Mehl und das Backpulver hinzu und dann sollte der Teig auf der niedrigsten Stufe nur so lange gerührt werden, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Ich habe den Kuchen hier in einer 26 cm Form gebacken. Wenn ihr einen Blechkuchen machen wollt, dann könnt ihr die Mengenangaben ganz einfach verdoppeln. Wer möchte, kann den Teig nun mit einer Mischung aus Hagelzucker und gehobelten Mandeln bestreuen. Den Backofen heize ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Das entspricht in etwa 160 Grad Umluft. Wer meine anderen Apfelkuchenrezepte gesehen hat, weiß, dass ich am liebsten säuerliche Äpfel wie zum Beispiel die Sorte Elster verwende. Je nach Größe braucht ihr ungefähr 4 bis 5 Äpfel. Die Äpfel werden geschält, entkernt und halbiert und wer möchte, kann sie wie hier noch etwas einschneiden. Das gibt dann später ein schönes Muster. Den Kuchen habe ich insgesamt 45 Minuten gebacken. Je nach Backofen und Einstellung kann die Backzeit bei euch aber etwas davon abweichen. Am besten macht man eine Stäbchenprobe, wenn kein Teig daran kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Den fertigen Apfelkuchen könnt ihr nun entweder so servieren, wie er ist, oder aber noch aprikotieren. Dadurch erhält die Oberfläche einen schönen Glanz und der Kuchen bleibt länger frisch. Für die Glasur müsst ihr 2 Esslöffel Aprikosenmarmelade und 2 Esslöffel Wasser kurz aufkochen. Das könnt ihr wie hier in einer kleinen Pfanne oder aber auch schnell in der Mikrowelle machen. Die Glasur streiche ich nun noch heiß auf den Kuchen und bestreue die Oberfläche noch mit Zimtzucker. Und jetzt kommt noch der Anschnitt für euch, damit ihr auch sehen könnt, wie der Kuchen von innen aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr auf den Daumen nach oben klickt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!